Meine Top 10 Weihnachtslieder zum Mitsingen. In der Weihnachtsbäckerei. Natürlich kann man Weihnachtslieder mitsingen. Aber welches sind die besten 10 für unterm Weihnachtsbaum? Und zwar solche, die die ganze Familie mitsingen kann, weil sie eben jeder kennt. Alle Jahre wieder. Und zwar auch dann, wenn man schon 1 bis 2 Gläschen, was auch immer, intus hat. Hallo, Stefan Pietrek hier und willkommen im neuen Video. Ich selbst weiß ja nur, was meine Familie so spielen will und singen will unterm Weihnachtsbaum. Deshalb habe ich als zusätzliches Auswahlkriterium noch die Weihnachtsliederwünsche meiner Gitarrenschüler herangezogen. Also ich gehe jetzt davon aus, dass diese Lieder dann auch unterm Weihnachtsbaum gespielt werden. Das entzieht sich allerdings meiner Kontrolle. Und einfach sollen sie sein, die Lieder. Ich will hier nichts Komplexes. Also manche dieser Top 10 Songs oder meiner Top 10 Songs hier sind in vielen Büchern so mit Akkorden zugewuchert, dass ein nicht fortgeschrittener Gitarrist allein schon vom Hinsehen den Überblick und vor allem auch die Lust verliert. Hier nicht, ich habe diese Lieder absichtlich vereinfacht. Und es klingt trotzdem wunderbar und auch Gitarrenanfänger können sich an jedem dieser 10 Weihnachtslieder probieren. Yeah. Aber natürlich habe ich auch zu vielen Liedern aus dieser Top 10 2 Begleitmuster notiert. Ein einfaches Schlagmuster und, da wo es passt, ein schönes Picking-Muster. Darum alle stimmet ein. Das ich jeweils im Anschluss an das Schlagmuster vorstelle. Und solltest du tatsächlich mit dem, was ich hier mache, überlastet sein, dann kann ich dir nur meinen Gitarrenkurs für Anfänger, namentlich der Gitarrenstatter, ans Herz legen. Denn wer den durch hat, der kommt mit den allermeisten Songs hier problemlos zurecht. Auf Platz 10 meiner Top 10 Weihnachtslieder zum Mitsingen, Ihr Kinderlein kommet. Akkorde hier, D-Dur, A-Dur und G-Dur. Und folgender Begleitanschlag. 1, 2 und 3, 4 und... Seht in der Krippe im nächtlichen Stall, seht hier bei des Lichtleins hell glänzendem Strahl, den lieblichen Knaben, das himmlische Kind, viel schöner und holder als Engelein sind. Auf Platz 9. Kling, Glöckchen, Klingeling. Oder Klingelingeling. Hier kommen zu D-Dur, A-Dur und G-Dur noch ein C-Dur und ein E-Moll hinzu. Und der Begleitanschlag hier, genau wie bei Ihr Kinderlein kommet. Glöckchen, klingelingeling, kling, Glöckchen, kling. Lasst mich ein, ihr Kinder, ist so kalt der Winter. Öffnet mir die Türen, lasst mich nicht erfrieren.
sollt euch dran erlaben. Kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, Glöckchen, kling. Jingle Bells, meine Nummer 8. Also ich gehe davon aus, dass die meisten an Weihnachten auf die traditionellen deutschsprachigen Lieder setzen. Aber Jingle Bells ist immer wieder Wunschkandidat im Unterricht und irgendwie auch schon traditionell. Deshalb hier mit dabei auf die 8. Hier kommt noch der Akkord Am-Moll hinzu. Die anderen Akkorde G, C, A und D kennst du bereits. Zum Begleitanschlag, man könnte jetzt Jingle Bells genauso spielen wie die ersten beiden Lieder auch. Aber besser und flotter klingt es, wenn du auf die Zählzeit 1 und 3 einen unbetonten Anschlag machst und auf die Zählzeiten 2 und 4 betonst. 1, 2 und 3, 4 und. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. Fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Platz 7, O Tannenbaum. Ein 3/4-Takt wird aber in der Praxis oft aus einem Mix von 3/4-Takt und 4/4-Takt gespielt. Also so kenne ich das zumindest. Ich spiele es hier etwas getragen und im 3/4-Takt und mit folgendem Anschlag. 1, 2 und 3. O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du blühst nicht nur zur Sommerzeit, nein auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. O Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. Wie oft hat nicht zur Winterszeit ein Baum von dir mich hoch erfreut. O Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. In der Weihnachtsbäckerei, für Kinder immer noch der Hit, also glaube ich, als meine Kinder klein waren, war es zumindest der Hit. Und ich glaube, wir haben sogar vor kurzem, irgendwann an Weihnachten, die letzten 2-3 Jahre, nochmal hervorgeholt und gespielt. Nicht so ganz einfach, weil schnell und ich würde es immer zupfen. Also ich habe hier auch keinen Anschlag. Falls ich einen nehmen würde oder einen vorschlagen sollte, dann würde ich den von Jingle Bells nehmen. Sei mir nicht böse, auch ich will meine Familie beschenken können an Weihnachten. Deshalb jetzt kurz eine kleine Werbung in eigener Sache. Bleib dran, es geht sofort weiter. Du bist sicher mal wieder auf der Suche nach dem ultimativen Weihnachtsgeschenk? Kannst aufhören mit Suchen. Hier ist es. Mein 3-Säulen-Gitarrenkurs für den absoluten Anfänger, der Gitarrenstatter. Bestehend aus einem E-Book mit 10 Lektionen, zu jeder Lektion ein Video und einer, wer das möchte, Feedback-Option. Schau es dir an bei gitarrenzeugs.de. Link in der Videobeschreibung. Neue Akkorde hier, D-Moll und F-Dur.
Ich nehme hier das kleine F. Natürlich ginge auch das große F. Und falls du noch gar kein F kannst, zeige ich dir hier ein vereinfachtes. Nämlich mit dem Zeigefinger auf den ersten Bund der B-Seite, mit dem Mittelfinger auf dem zweiten Bund G-Seite und mit dem Ringfinger auf den dritten Bund der D-Seite. Aber jetzt aufgepasst, die helle E-Seite darf auf keinen Fall mitklingen. Indem du entweder die helle E-Seite mit deinem Zeigefinger abdämpfst, ja, so leicht schräg liegen, damit sie abgedämpft wird. Oder ganz einfach, sie wird nicht mitgezupft, wird sie sowieso nicht. Ja, das ganze Lied wird ja gezupft. Und dann kannst du ja auch verhindern, dass die helle E-Seite klingt, indem du die E-Seite nicht zupfst. Ja, beim F würde die E-Seite mit dem Ringfinger gezupft. Und hier beim vereinfachten F lässt du die helle E-Seite weg. Apropos Zupfen, du hast ja die Zupftechnik eben gesehen beim F. Ich zeige es dir nochmal langsam. Hier am Beispiel C-Dur mit dem Daumen den Basston des jeweiligen Akkordes. Beim C-Dur ist es die A-Seite. Und mit Zeige-, Mittel- und Ringfinger die G-, B- und E-Seite zupfen. Und ab und zu schlägt man auch alle 4 Seiten gleichzeitig an. Zum Beispiel gleich in Takt 2 beim A-Moll. Ja, Basston, G, B und helle E-Seite gleichzeitig. Und zwischendurch haben wir auch noch so einen kleinen Übergang. Dritter Bund A-Seite, dritter Bund E-Seite, leere A-Seite, zweiter Bund A-Seite und dann geht es wieder in den Akkord C-Dur. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. In der Weihnachtsbäckerei, wo ist das Rezept geblieben? Na, dann müssen wir es packen, einfach frei nach Schnauze backen. Wir kommen zu Platz 5. Fröhliche Weihnacht überall. Keine neuen Akkorde und auch eigentlich kein neuer Anschlag, weil 1, 2 und. Und wo ist jetzt die 3? 4 und. Ich habe hier einen 2/4-Takt notiert. Darum 1, 2 und. Fröhliche Weihnacht überall, Töne durch die Lüfte, froher Schall. Weihnachtston, Weihnachtsbaum, Weihnachtsduft in jedem Raum. Fröhliche Weihnacht überall, Töne durch die Lüfte, froher Schall. Darum alle stimmet ein in den Jubelton, denn es kommt das Licht der Welt von des Vaters Thron. Auf Platz 4, O du Fröhliche. Eines dieser Weihnachtslieder, die in vielen Büchern mit deutlich mehr Akkordwechsel notiert werden, als ich es hier vormache. In Klammer habe ich noch ein paar sinnvolle Erweiterungen hinzugeschrieben. Ich selbst spiele hier aber die einfachste Version, die möglich war, also ohne die Akkorde in Klammern. Und der Begleitanschlag, hör selbst. O du Fröhliche, o du Selige, gnadenbringende Weihnachtszeit.
Platz Nummer 3. Ich höre schon die Schreie. Von Warum nicht Platz Nummer 1 bis zu Was sucht dieses Lied hier? Was soll ich sagen? Wunschlied Nummer 1 im Gitarrenunterricht. Also zur Weihnachtszeit. Ansonsten tue ich mir das auch nicht an, auch nicht im Unterricht. Allerdings, ob dann Last Christmas irgendwo zu Hause dann auch musiziert wird und auch mitgesungen wird, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber wenn es bei dir der Fall ist, ja, dann lass es mich bitte wissen. Schreib's in die Kommentare. Akkorde hier C-Dur, A-Moll, D-Moll und G. Und dann wieder von vorne. Und dann nochmal von vorne und dann nochmal von vorne, bis das Lied fertig ist. Und der Begleitanschlag geht über 2 Takte. Wir kommen zu Platz 2. Alle Jahre wieder. Was soll ich dazu sagen? Es ist alle Jahre wieder. Akkorde sind bekannt und der Anschlag auch. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. Geht mit seinem Segen ein in jedes Haus, geht auf allen Wegen mit uns ein und aus. Und hier ist sie, die Nummer 1 meiner Top 10 Weihnachtslieder zum Mitsingen. Na, was fehlt noch? Klar, ne? Stille Nacht. Hier in der Tonart A-Dur mit den Akkorden A-Dur, E-Dur und D-Dur. Sehr getragen gespielt von mir. Man kann es natürlich auch schneller spielen. Mit dem Begleitanschlag 1, 2 und 3 und 3/4-Takt. Klar, ne?
Das war meine Top 10 Weihnachtslieder zum Mitsingen für die ganze Familie. Ich hoffe, mein Video hat dir gefallen. Dann gib mir deinen Daumen, schreib was Nettes in die Kommentare und abonniere meinen Kanal, falls noch nicht geschehen. Ciao und bis zum nächsten Video.